Elementarteilchen. Was ist das? Eine Frage, mit der sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigt haben. Inside Science ist ein Projekt, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, mit einer Zielsetzung, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich Wissenschaftskommunikation so aufzubereiten, dass es allgemein und adäquat auch für die Wissenschaftler verständlich kommuniziert werden kann. 2 Ziele verfolgen wir mit dem Projekt Inside Science. Zum einen geht es um die Professionalisierung der Wissenschaftler im Bereich Kommunikation. Wir wollen Hürden und Ängste abbauen, die im Umgang mit den Medien oder der Öffentlichkeit existieren. Eine aus meiner Sicht genauso wichtiges Ziel ist es, dass wir Wissenschaftler dafür gewinnen, dass sie verstehen, dass Wissenschaftskommunikation in einer demokratischen Gesellschaft sehr wichtig ist. Und zweitens, dass sie sich damit auseinandersetzen. Die junge Zielgruppe, die wir mit Inside Science erreichen wollen, kann sich natürlich durch ein Studium am KIT und durch die richtige Berufswahl einbringen. Das ist unser Ziel. Wir haben ein sehr schönes Schülerprojekt entwickeln können, zusammen mit dem Helmholtz-Gymnasium hier, wo wir die AG für Physik gewonnen haben, um ihr Blick auf Teilchenphysik zu machen. Das ist aus soziologischer Sicht ganz besonders wichtig, dass wir die Gleichaltrigen oder die Peers, die wir kurz vor Universitätszeit für diese Fächer gewinnen wollen, dass wir ihren Blick auf eben das Fach Physik dadurch auch gewinnen konnten. Dankeschön. Mein Name ist Katja Schwarz, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZAK, Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale. Und im Rahmen des Projekts Inside Science bin ich zuständig für die Medientrainings für die Wissenschaftler, aber eben auch für die Koordination des Schulprojekts. Das Inside Science Schulprojekt ist natürlich im Rahmen des Inside Science Projekts entstanden. Wir haben uns überlegt, wie treten wir an Schüler ran, wie bringen wir ihnen die Wissenschaft, insbesondere die theoretische Teilchenphysik, wie bringen wir ihnen die nahe. Wir wollten mit denen direkt in den Dialog treten und haben uns überlegt, okay, wie könnte das sein? Wie könnten sich eigentlich Jugendliche für theoretische Teilchenphysik interessieren? Und wir haben uns überlegt, wir machen das über den Umweg des Filmemachens. Fürs Filmemachen kann man Schüler schnell begeistern. Und so hatten sie die Aufgabe, Filme über die theoretische Teilchenphysik zu drehen. Also wenn ihr jetzt ein Interview führt, dann könnt ihr das gleich abhören, ob das auch gut klingt. Und man sieht, der Pegel schlägt jetzt eigentlich gut aus. Also das macht ihn soweit ganz gut. Wir haben die Schüler ja mehrfach eingeladen hier ans KIT, einmal zu einer Auftaktveranstaltung, wo sie Input gekriegt haben zum Thema Filmgestaltung, Filmdramaturgie, aber eben auch die technische Umsetzung. Und wir haben auch Wissenschaftler eingeladen, die das Thema aufmachen. Sie waren dann hier für eine Exkursion, wo sie noch mehr Wissenschaftler kennengelernt haben und eben auch die Gelegenheit hatten, die zu interviewen. Sie haben Teile von Campus Nord gesehen, konnten sich da umschauen und haben einfach so ein bisschen Gefühl gekriegt, wie ist das hier am KIT. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, geht Konrad jetzt ins KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, ein Zusammenschluss des Forschungszentrums und der Universität Karlsruhe. Wie stellst du dir denn den Arbeitsplatz eines Physikers vor? Also ich stelle mir auf jeden Fall eine große Arbeitsplatte vor, auf dem viele Stifte und Blöcke liegen, damit er immer alles aufschreiben kann, was er halt sich gerade in seinem Kopf zusammendenkt. Den Arbeitsplatz stelle ich mir eigentlich so vor, dass er ziemlich unaufgeräumt ist. Ein Schreibtisch mit vielen Blättern drauf, ein PC, wo er meistens vorne dran sitzt. Ganz anders als in der Schule, also dass sie viel mit PC arbeiten, dann nicht so auf Blatt Papier schreiben wie wir, sondern auf Tafeln arbeiten. So kennt man es ja auch aus Filmen und so weiter. Und dass es eigentlich relativ chaotisch ist. Wie läuft denn das Projekt bis jetzt? Das KIT kam auf uns zu und hat gesagt, wir hätten gerne ein Projekt gemacht mit den Schülern, so ein Pilotprojekt, und die Schüler sollen einfach mal schauen, sollen zu filmen und damit so mal in Berührung kommen mit den Teilchenphysikern. Und da haben wir gesagt, da machen wir mit. Wir sind an sowas immer grundsätzlich interessiert, an allen möglichen Projekten gucken wir, wo finden wir Schüler, die interessiert sind. Es haben sich genug gefunden, die jetzt hier sehr intensiv an den Film arbeiten und später auch noch in der Oberstufe einen extra Kurs belegen zur Teilchenphysik. Das ist das Projekt bis jetzt. Ja.
Meet the Scientists haben wir die zweite Veranstaltung genannt, wo die Schüler hier an den Campus gekommen sind und das KIT kennengelernt haben. Wir haben sie mit Kameras ausgestattet und dann haben sie echte Wissenschaftler hier kennengelernt und hatten die Möglichkeit, sie zu interviewen. Sie hatten sich im Vorhinein ja auch schon Gedanken gemacht, wie ihr Drehbuch aussieht und hatten dann die Gelegenheit, die Wissenschaftler richtig in Szene zu setzen. Auf die Idee zu kommen, überhaupt Physik zu wählen, wäre ich wahrscheinlich nicht, wenn meine Schwester das nicht studiert hätte. Nach dem Umweg über Maschinenbau habe ich mir dann eben gedacht, ja, jetzt traue ich es mich, mal gucken, was dabei rauskommt. Hätte zum Beispiel der Atomkern die Größe eines Knopfes, dann wäre die Größe dieser Orbitale in etwa der Karlsruher Zirkel. Ich finde es sehr wichtig, dass solche fundamentalen Fragen erforscht werden. Zum einen nicht nur wegen den Nebenprodukten, die man sofort sieht, sondern ich denke, dass das Ganze auch in Zukunft einen großen technologischen Fortschritt bringen kann. Sie haben nicht nur die Wissenschaftler kennengelernt, sondern auch den Campus Nord. Wir sind zum Anker gefahren. Wenn wir ihnen schon nicht das CERN bieten können, dann haben wir gedacht, wenigstens einen Teilchenbeschleuniger in klein. Vielleicht die Hälfte von Ihnen, wenn Sie hier reinschauen. Mich hat überrascht, dass wir so tiefe Einblicke hier auch bekommen haben, dass uns so viel erzählt wurde. Ich habe nicht gedacht, dass wir uns so eingehend auch mit dem Thema beschäftigen dürfen. Ich fand es ziemlich inspirierend, einfach auch zu sehen, dass Frauen dort auch arbeiten, und das hat mich auch irgendwo motiviert, vielleicht dann doch Mut zu fassen und Physik zu studieren, weil ich auch so ein bisschen Angst davor hatte. Aber ja, jetzt nach dem Tag könnte ich es mir eigentlich schon eher vorstellen als vorher. Ich habe mich schon immer gefragt, warum alle theoretischen Physiker gleich aussehen. Was meinst du? Da stellt sich doch jeder meistens Einstein, Newton oder Schrödinger vor. Fallen dir jetzt die Gemeinsamkeiten auf? Wir drehen jetzt einen Kurzfilm. Wir haben das Thema also Stereotypen der Physik. Also, dass alle Physiker gleich aussehen. Das müsste passen. Die Abschlussveranstaltung war für uns natürlich auch total spannend. Wir haben die Filme der Schüler ja vorher noch gar nicht gesehen. Wir hatten für den Tag auch die Wissenschaftler, die beteiligt waren, eingeladen. Auch Frau Professor Robertson von Trotha war anwesend. Und dann war das ganz toll, die zu sehen. Ja? Also die haben wirklich unglaublich viel Elan reingelegt, sehr motiviert gearbeitet, haben wirklich ganz tolle, auch sehr hochwertige, von Schnitt und von der Gestaltung her, hochwertige Filme da präsentiert. Wir haben die Runde auch genutzt, um Feedback zu geben. Die haben jetzt auch die Möglichkeit noch gehabt, die Filme nachzubessern. Und es war wirklich für uns ein absoluter Erfolg. Woher kommt die Masse? Woraus besteht dunkle Materie? Gibt es Extradimensionen? Bei den Evaluationsergebnissen ist besonders herausgestochen, dass den Schülern ganz arg gefallen hat, dass sie eigenständig arbeiten konnten, dass sie ihre Selbstständigkeit hatten in dem Projekt. Und ihnen hat es auch sehr, sehr gut gefallen, Kontakt zu den Forschern zu haben, sie da zu löchern, sich auszutauschen und überhaupt mal Forscher aus dem Bereich Teilchenphysik kennenzulernen.